Gibt es neben dem Formulieren eines Ziels und dem Aufbau einer Zielvorstellung noch weitere Strategien und Werkzeuge, um das Ziel mit größerer Sicherheit zu erreichen? Die gibt es. Und da gibt es vor allen Dingen eine Methode, eine Strategie, besonders empfehlenswert, die ich gleich vorstellen möchte. Dabei geht es darum, wir haben das Ziel formuliert gehabt. Das ist der erste wichtige Schritt zur Veränderung von Verhalten, die Zielintention zu beschreiben nach gewissen Kriterien. Und jetzt geht es darum, die Realisierungsintention zu beschreiben. Diese sogenannte Realisierungsintention ist sehr intensiv von einem deutschen Psychologen, Peter Gollwitzer, untersucht worden mit seinem Team. Und die nennen das Implementation Intention. Und man könnte es auch mit vereinfacht von der Strategie der sagen, arbeiten mit sogenannten Wenn-Dann-Sätzen. Da geht es eben darum, Anlässe zu finden, die das neue Verhalten generieren können. In unserem Beispiel mit dem Sitzen und Stehen könnte ein solcher Anlass zum Beispiel das Telefon sein, das klingelt. Das würde dann heißen, wenn mein Telefon läutet, dann stehe ich auf und telefoniere im Stehen. Also ich nehme einen Anlass, das Wenn, und beschreibe ein Verhalten, das ich bei diesem Anlass dann durchführe. Das wäre das Dann, das Aufstehen. Und das kann ich bei anderen Dingen genauso tun, dass ich nämlich sage, wenn ich in unserem Bürogebäude das Stockwerk wechsle, dann werde ich die Treppen benutzen. Das ist so ein Klassiker, der entsprechend durchgeführt werden kann. Oder wir haben über Sitzungen und Stehungen uns unterhalten und sagen, wenn eine Sitzung ansteht, dann überlege ich, wie weit ich die in eine Stehung verwandeln kann. Und auch so ein Beispiel ist, wenn ich ein Gespräch mit einem Mitarbeiter oder auch einem Besucherkunden habe, dann überlege ich, wie ich den mit einem kleinen Spaziergang vielleicht durchs Haus oder sogar nach draußen verbinden kann. Das wären solche Anlässe, die ich nehmen kann, um in Alltagsbewegungen zu kommen. Das Prinzip nochmal deutlich zu machen, heißt, ich beschreibe mit dem Wenn-Satz den Anlass, der das Verhalten dann später generiert. Und dann muss ich das eine Verhalten, das durch diesen Anlass ausgelöst wird, für mich beschrieben haben, also richtig schriftlich beschreiben. Wenn ich diese beiden Dinge getan habe, dann weiß man, erhöht sich die Realisierungswahrscheinlichkeit um 30-40%. Das hat Gollwitzer mit seinem Team sehr gut untersucht. Also das wäre so der eine Punkt, dass ich sage, ich nehme sozusagen Realisierungsanlässe, die ich umsetzen kann. Ich kann diese Wenn-Dann-Methode aber auch einsetzen, um mögliche Störungen dadurch abzuschirmen, die auch kommen können. Also ich habe die besten Vorsätze, habe mein Ziel formuliert, möchte mich mehr bewegen, bewegungsförderlichen Lebensstil entsprechend einführen und habe mir vorgenommen, zweimal die Woche eine große Walking-Runde zu gehen. Und jetzt ist das Wetter plötzlich nicht mehr so gut, es regnet genau zu diesem Anlass. Wenn ich keinen Wenn-Dann-Plan habe, sage ich vielleicht, ich bleibe zu Hause, mal sehen, wie es wird. Aber ich kann damit auch vorbeugen und kann sagen, ja gut, wenn es regnet an diesem Termin, dann ziehe ich meine Regenkleidung an und gehe trotzdem entsprechende Runde. Also ich bereite mich auf diese mögliche Störung, die jetzt von außen vom Klima her käme, entsprechend der größte Störer oft bei Bewegungsgewohnheiten verändern, ist der sogenannte innere Schweinehund, also die Bequemlichkeit. Ich sage, wenn ich nach einem anstrengenden Arbeitstag mich müde fühle, dann visualisiere ich mein Bewegungsziel, das ich erreichen möchte. Und das motiviert mich dann doch wieder in Bewegung zu kommen. Also auch hier für Störungen Wenn-Dann-Sätze entsprechend einzusetzen. Um es nochmal zu betonen, alle Untersuchungen, die Gollwitzer mit seinem Team und auch andere, die in diesem Bereich geforscht haben, gemacht haben, sagen, der Einsatz von Wenn-Dann-Sätzen erhöht die Zielerreichungswahrscheinlichkeit um 30-40%. Und wenn man überlegt, wie einfach das zu machen ist, dann hat man damit ein richtig effektives Instrument. Und ich kann es nur jedem und jeder empfehlen, das für sich zu realisieren. Dabei viel Erfolg.